Hallo und willkommen in meiner Küche. Was die Supermärkte können, kann ich auch. Dort gibt es schon Spekulatius, bei mir auch. In diesem Video zeige ich, wie man Spekulatius selber backen kann, und zwar ohne Holzmodel. Also Vorhang auf für meine Spekulatius. In eine Schüssel werden 500 Gramm Mehl gegeben, man kann ruhig Dinkelmehl verwenden. Dazu kommen 200 Gramm Zucker und 200 Gramm Butter, die ich in Stücke schneide, wenn ich sie zu den anderen Zutaten gebe. Jetzt werden die Gewürze zubereitet. Hier habe ich ungefähr 10 Kardamomkapseln. Sie werden geöffnet und die kleinen Körner werden herausgeholt. Zum Öffnen habe ich einfach vorsichtig mit einem Hammer auf die Kapseln geschlagen. Dann lassen sie sich fingernagelfreundlich öffnen und die kleinen Kerne können herausgeholt werden. Manche Kerne sind hell, andere dunkel. Des Weiteren habe ich hier 6 Nelken, die noch ihre kleine Kugel haben. In einen Mixbecher habe ich weitere 50 Gramm Zucker gegeben und dazu kommen die Gewürze. Alles wird zerkleinert, bis sich die Gewürze in Wohlgefallen aufgelöst haben. Und der Zucker ist zu Puder geworden. Zu dieser Mischung kommen noch 2 Teelöffel gemahlener Zimt. Alles wird verrührt und unter die Mehlmischung verteilt. Backpulver darf nicht fehlen, 2 Teelöffel werden ins Mehl gesiebt und ebenfalls untergerührt. Zum Abschluss werden 2 Eier hinzugefügt und nun kann alles verknetet werden. Dazu nimmt man am besten den Flachrührer, mit den Knethaken kommt man nicht sehr weit. Auf Stufe 1 lässt man die Maschine so lange laufen, bis der Teig zusammenkommt und sich eine zusammenhängende Teigmasse bildet. Wie lange das dauert, richtet sich nach der Kraft der Maschine und der Temperatur der Butter. Ist sie sehr kalt, dauert es ein wenig länger. Man kann sehr gut hören, wenn es soweit ist, denn die Maschine kommt kaum noch durch den Teig und die Schüssel klappert. Der Teig wird entnommen. Ich knete ihn immer noch mal von Hand kurz durch. In Klarsichtfolie gepackt oder einfach noch in der Schüssel, natürlich abgedeckt, wird der Teig über Nacht in den Kühlschrank gegeben, denn er muss 8 Stunden ruhen. Diese Ruhezeit sollte eingehalten werden, damit die Aromen der Gewürze sich im Teig entfalten können. Am nächsten Tag kann der Teig gebacken werden. Der Ofen wird auf 180 Grad Celsius vorgeheizt. Ich habe es aufgegeben, die Spekulatius mit Holzmodeln formen zu wollen. Es ist unheimlich unpraktisch und obendrein undankbar. Zunächst geht es ans Ausrollen des Teiges und ich zeige vorab, wie man es nicht unbedingt machen sollte, damit ihr Zeit spart. Ich rolle Teig immer zwischen 2 Blättern Backpapier aus, damit man kein Mehl verwenden muss. Das mache ich jetzt auch, aber der Teig ist trotzdem immer noch sehr klebrig und weich. Das hat zur Folge, dass er sich nach dem Ausstechen nicht vom Backpapier löst. Er muss mit dem Messer heruntergeschoben werden, wobei er sich verformt und außerdem macht es viel zu viel Arbeit. So kommt man nicht voran. Besser ist es, vor dem Ausrollen etwas Mehl auf das Backpapier zu streuen. Der kalte Teig, den ich hier in der Hand habe, ist ziemlich fest. Er wird ebenfalls hauchdünn mit Mehl bestreut und mit den Händen schon mal vorgeformt, nämlich so gut es geht in ein Rechteck gedrückt und auf das bemehlte Backpapier gelegt. Ich benutze hier übrigens einen Malerabstauber aus dem Fachgeschäft, um das Mehl gut verteilen zu können. Der wird selbstredend nur in der Küche benutzt, ist aber unheimlich praktisch beim Backen. Der zweite Bogen Backpapier, der oben aufkommt, wird ebenfalls mit Mehl bestreut und wie gezeigt auf den Teig gelegt.
Zum Ausrollen fängt man in der Mitte des Teiges an. Man rollt von der Mitte aus nur nach oben, verteilt also die obere Hälfte des Teiges nach oben, geht zur Mitte zurück und verteilt die untere Hälfte nach unten. Um den Teig etwas breiter zu bekommen, wird er mitsamt Backpapier um 90 Grad gedreht. Auch jetzt wieder in der Mitte beginnend nach oben und nach unten gerollt. Man kann beobachten, wie der Teig durch das Papier durchscheint. Deswegen wird das Papier gelöst und der Teig mit wenig Mehl bestreut, welches mit Hilfe des Abstaubers auf das Minimum reduziert wird. Der Teig wird wieder nicht nur um 90 Grad gedreht, sondern auch gleichzeitig gewendet. Auf der vorherigen Unterseite wird das Papier abgezogen und etwas Mehl auf dem Papier verteilt. Der Teig sollte 3 mm dick ausgerollt werden. Um diese Dicke sicher auszurollen, benutze ich die beiden Teighölzer, welche ich rechts und links neben den Teig lege. Man kann auch ein Rollholz mit diesen Gummiringen rechts und links verwenden. Dass der Teig immer dieselbe Stärke hat, ist wichtig, damit die Plätzchen zur gleichen Zeit fertig gebacken sind. Mit Hilfe der Teighölzer wird der Teig also ausgerollt, bis man merkt, dass der Teig sich nicht mehr weiter ausbreitet. Zum Schluss wird das obere Backpapier vorsichtig abgezogen und der Teig abschließend nochmals wie gezeigt mit Hilfe des Abstaubers bemehlt. Wieder zugedeckt und ein letztes Mal gewendet. Die bemehlte Seite ist jetzt also unten. Das oben liegende Backpapier wird vorsichtig abgezogen und jetzt geht es ans Ausstechen. Wer nun denkt, das ist aber umständlich, dem kann ich nur sagen, ihr werdet gleich sehen, dass sich der Aufwand lohnt. Ich benutze zum Ausstechen diese Fondant-Ausstecher mit Auswerfer, die auch gleichzeitig ein Muster in die Kekse drücken. Das ist leider nicht erhaben wie bei den Holzmodeln, sondern es sind Kerben. Das ist bis jetzt aber noch niemandem aufgefallen. Die zukünftigen Kekse werden ausgestochen und das Muster hineingedrückt und herausgehoben, was gut funktioniert, da der Teig nicht am Backpapier kleben bleibt. Und deswegen lohnt sich der ganze Aufwand des Einstaubens mit dem Mehl. Mit Hilfe des Auswerfers kann man ihn aus der Form lösen. Ich habe den Ablauf jetzt etwas schneller gestellt, aber es geht wirklich recht schnell, vor allem im Vergleich zu den Holzmodeln. Man darf nur nicht vergessen, das Muster in den Keks zu drücken. Man sollte dabei darauf achten, die Kekse möglichst nah beieinander auszustechen, damit man so wenig Teig wie möglich über hat. Die Zwischenräume kann man wieder zusammenkneten und neu ausrollen. Leider hat man dann aber mit der Zeit immer mehr Mehl im Teig und darunter leidet die Qualität der Plätzchen. Deswegen mache ich es so, dass ich diese Reste, ich möchte sie mal Keksteig-Zwischenräume nennen, auf ein gesondertes Blech lege. Größeren Teigstücken drücke ich nochmal einen Stempel auf, auch wenn es nicht ganz passt, aber es macht sich ganz gut. Wofür ich diese Reste verwende, zeige ich gleich noch. Die angegebene Teigmenge ergibt 4 Bleche, wenn man die Kekse sehr eng legt. Die Backdauer beträgt bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze 10 bis 15 Minuten. In meinem Ofen waren es 13 Minuten. Mit der Zeit wird die Hitze im Ofen aber immer effektiver, zum Teil auch, weil die Bleche nicht mehr so kalt sind, also passt bitte beim 3. und 4. Blech besonders auf. Die Backzeit könnte sich verkürzen. Die Kekse lässt man am besten auf Kuchendraht auskühlen. Sie lösen sich ganz einfach vom Backpapier. In Blechdosen, trocken und kühl gelagert, halten sie sich theoretisch problemlos über mehrere Wochen. Hier noch 2 Tipps, was man mit dem Bruch anstellen kann. Hier seht ihr die Überbleibsel nach dem Ausstechen vor dem Backen. Nach dem Backen breitet man sie flach aus, am besten kopfüber, aber bitte nicht auf Klarsichtfolie, sondern am besten auf einer Silikonmatte oder auf Backpapier. 100 Gramm Zartbitterkuvertüre und 100 Gramm Vollmilchkuvertüre werden fein gehackt.
Jeweils 80 Gramm werden in einen Schlagkessel gegeben und über Wasserdampf zum Schmelzen gebracht, bis sich alle Schokoladenstücke aufgelöst haben. Man nimmt die Schüssel am besten schon vom Feuer, kurz bevor das der Fall ist. Hat sich die Schokolade vollständig aufgelöst, werden die restlichen 40 Gramm Schokoladenstücke dazugegeben und sie werden so lange untergerührt, bis sie sich aufgelöst haben. Das kann dauern und man sollte der Versuchung widerstehen, die Schüssel wieder auf den Wasserdampf zu stellen, um den Vorgang zu beschleunigen. Man kann auch noch ein kleines Stück Kakaobutter oder eine Löffelspitze Kokosfett in die Schokomasse geben. Das macht man, um sicherzugehen, dass die Schokolade nach dem Abkühlen keine Schlieren zieht. Eine genaue Beschreibung, wie man Schokolade schmilzt, gebe ich in diesem Video. Ist die Schokolade geschmolzen, schüttet man sie in Kreisbewegungen auf die Spekulatius und streicht sie anschließend flach aus. Dabei muss man etwas vorsichtig sein. Anschließend lässt man die Schokolade wenigstens 4 Stunden auskühlen. Wie bereits erwähnt, auf Klarsichtfolie ließ sich die Schokolade nicht lösen, warum auch immer. Auf einer Silikonmatte oder auf Backpapier ging es problemlos. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Die Schokolade kann in Stücke gebrochen werden und zusammen mit anderen Spekulatius hat man ein schönes Mitbringsel. Zum Kaffee schmecken diese Schokoecken ganz besonders gut. Tipp Nummer 2, dann kann man auch noch ein herbstliches Dessert machen. Man nimmt entweder frische, reife Feigen und schneidet sie wie gezeigt ein oder man nimmt pro Person 3 Pflaumen, entfernt den Kern, gibt sie in eine Pfanne. Dazu kommen vielleicht 2 gute Esslöffel bzw. 35 Gramm schwarze Johannisbeeren, die wachsen bei mir in der Tiefkühltruhe und darauf kommen 2 Teelöffel Zucker und 2 Esslöffel Rum sowie vielleicht 20 Gramm Butter, welche in Stücke geschnitten und liebevoll verteilt wird. Alles wird zunächst unter einem Deckel erhitzt und vielleicht 3 bis 5 Minuten lang geschmort. Der Deckel wird entfernt und alles weitere knappe 10 Minuten schmoren gelassen, damit die Feuchtigkeit der Pflaumen verdunsten kann, während sie garen. Anschließend lässt man alles abkühlen, wobei die Flüssigkeit noch ein wenig eindickt. In dieser Zeit kann man die Spekulatius schon mal in Stücke hacken, mischt sie unter Vanilleeis und stellt das Eis unbedingt bis zum Gebrauch ins Tiefkühlfach. Die abgekühlten Pflaumen mit ihren schwarzen Johannisbeeren werden auf einen Teller oder in Dessertschalen gegeben und darauf kommt eine Kugel Spekulatius-Eis. Fertig ist dieses wunderbare Dessert, das auf den nahenden Herbst einstimmt. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Man kann dafür auch andere Obstarten verwenden. Hier ist die Zutatenliste für die Spekulatius. 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 2 Teelöffel Backpulver, 2 Eier, 2 Teelöffel gemahlener Zimt, 6 bis 8 Nelken, ca. 10 Kardamomkapseln. Schokoladenspekulatius, 100 Gramm Zartbitterkuvertüre, 100 Gramm Vollmilchkuvertüre, 100 Gramm Spekulatius, eventuell eine Messerspitze Kokosfett oder Kakaobutter. Dessert für 2 Personen, 6 Pflaumen oder 4 frische Feigen, 35 Gramm schwarze Johannisbeeren, 2 Teelöffel Zucker, 2 Esslöffel Rum oder Wasser, 20 Gramm Butter, 2 Kugeln Vanilleeis, 30 Gramm Spekulatius. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!